In meinem letzten Video habe ich erläutert, was Minus- oder Strafzinsen sind und warum diese eingeführt werden. Was aber tun mit meinem Geld in der jetzigen Zins- und Marktsituation? Gar nicht sparen? Ich glaube kaum. Meine Empfehlung erfahrt ihr jetzt hier bei Money Money. In meinem Video Grundlagen der Geldanlage, welches ich euch vor diesem neuen Video sehr ans Herz lege, spreche ich bereits von einem Spannungsverhältnis zwischen Liquidität, Sicherheit und Rendite. Entgegen der deutschen Anlegermentalität müssen diese Prioritäten in Zeiten von Minuszinsen verschoben werden. Wer sein Geld längerfristig anlegen kann und möchte, und ich spreche jetzt hier von einem Zeitraum von mindestens 10, besser 20 Jahren, sollte durchaus eine Anlage in Aktien in Erwägung ziehen. Was ist eigentlich eine Aktie? Eine Aktie ist ein Wertpapier, welches einen Anteil an einem Unternehmen verbrieft. Ich stelle quasi mit dem Kauf einer Aktie einem Unternehmen Eigenkapital zur Verfügung. Wie kann ich als Anleger, als Aktienanleger profitieren? Einmal von Kurssteigerungen, hoffentlich in Klammern, und zum anderen durch eine Beteiligung am Unternehmenserfolg, nämlich in Form einer sogenannten Dividende. Betrachtet man die Kursentwicklung an den Aktienmärkten über einen längeren Zeitraum, so zeigt die stetig nach oben. Kleinere Kursrückschläge müssen natürlich einkalkuliert werden und sollten auch vom Anleger ausgehalten werden. Er sollte nicht nervös werden, wenn mal die Kurse absacken. Langfristig betrachtet lohnt sich eine Aktienanlage immer. Dies sagte schon damals mein damaliger Berufsschullehrer, dass eine Aktienanlage auf lange Sicht sehr rentabel ist. Aber er sagte auch, langfristig sind wir alle tot. Heißt übersetzt, wer noch jung an Jahren ist und jetzt Geld anlegen kann und möchte, sollte in den Aktienmarkt investieren. Nun würde es viele von euch und auch mich selbst überfordern, die vielen einzelnen Aktienwerte und die Unternehmen, die dahinter stehen, genau zu analysieren, zu prüfen und zu beobachten. Und es fehlt ja zudem auch an der Erkenntnis über die Marktmechanismen an den Börsen. Eine gute Orientierungshilfe bieten dabei für den Aktienanleger die Indizes. Zum Beispiel gibt es den deutschen Aktienindex, den DAX. Darin enthalten sind die 30 größten deutschen Unternehmen. Oder es gibt den Eurostoxx 50 mit den 50 wichtigsten europäischen Unternehmen. Oder den MSCI World Index mit 1600 Unternehmen aus 23 Industrieländern. MSCI World steht für Morgan Stanley Capital International World Index. Es gibt natürlich noch weitere Indizes, aber diese drei sollen zunächst einmal genügen. Eigentlich ist das wirtschaftliche und politische Umfeld zurzeit gar nicht so geeignet für eine Aktienanlage. Es gibt weltweite Spannungen, es gibt Kriege, es gibt Konflikte. Hinzu kommen viele Unwägbarkeiten bei den handelnden Personen wie Trump, Erdogan oder Putin. Und dennoch boomen die Aktienmärkte. Warum? Es fehlen Anlagealternativen und es ist sehr viel Geld in Umlauf, sodass wir auch hier, so denke ich, auch in der nächsten Zeit mit steigenden Aktienkursen rechnen können. Nun, wie steige ich denn in den Aktienmarkt ein? Viele Einzeltitel auswählen werden uns überfordern.
Und das Risiko eines Totalverlustes ist natürlich sehr groß, wenn ich mein ganzes Geld in einen einzelnen Wert stecke oder in ganz wenige Werte. Am Schluss dieses Videos werde ich euch noch ein anderes Beispiel zeigen, wie es auch anders sein kann. Aber zunächst einmal ist das Risiko natürlich sehr groß. Wenn ich mein Geld in einen Wert, in die Aktie eines einzelnen Unternehmens stecke und dieses Unternehmen in Schwierigkeiten gerät, möglicherweise sogar pleite geht, dann erleide ich einen Totalverlust. Ich kann dieses Risiko aber minimieren, indem ich beispielsweise einen Anteil an einem Aktienfonds kaufe. Was ist ein Fonds? Ein Fonds sammelt von zahlreichen Anlegern die Gelder ein und investieren in viele, viele Aktien. Wenn eine dieser Aktien dann schwächelt, kann dieser Kursrückgang bei dieser Aktie durch die Entwicklung bei den anderen Aktien möglicherweise gut aufgefangen werden und das Risiko eines Totalausfalls sehr begrenzen. Man nennt dies auch Risikodiversifizierung. Eine sehr beliebte Anlageform in den letzten Jahren ist eine Anlage in die sogenannten ETFs. ETF steht für Exchange Traded Fund, also einen börsengehandelten Fonds. Diese Fondsanteile können börsentäglich gekauft oder verkauft werden. Und diese Fonds kaufen einfach die Werte eines Indexes nach. Man nennt sie auch deshalb Indexfonds und passiv verwaltete Fonds, weil hier gar keine großartige Managementleistung dahinter steht, denn es werden ja nur die Werte eines Index gekauft. Diese ETFs sind aufgrund dieser passiven Verwaltung sehr kostengünstig. So gibt es also ETFs auf den DAX oder den Eurostoxx oder den MSCI World oder auch auf andere Indizes. In den letzten 15 Jahren hat beispielsweise ein ETF auf den DAX eine Durchschnittsrendite erzielt von 7 bis 8%. Auch wer über kein großes Einmalvermögen verfügt, kann natürlich in den Aktienmarkt einsteigen über einen sogenannten Sparplan. Hier ist es möglich, bereits ab 50 € einen Anteil am ETF zu kaufen. Wie würde ich heute zum Beispiel 20.000 € anlegen? Zunächst einmal würde ich einen kleinen Betrag, sagen wir mal maximal 4.000 € als Notgroschen, jederzeit verfügbar halten, also auch auf einem Tagesgeldkonto parken, trotz Minuszinsen, aber vielleicht gibt es ja Freibeträge und das kommt dann für diesen Betrag gar nicht in Betracht. 6.000 € würde ich dann, für 6.000 € würde ich dann einen ETF auf den DAX kaufen und für jeweils 5.000 € einen ETF auf den Eurostoxx 50 oder den MSCI World Index. Wenn ich einen größeren Betrag anzulegen habe, würde ich dann natürlich auch die Quoten entsprechend erhöhen und je nachdem wie viel Geld da ist, sagen wir 10.000 oder 15.000 €, könnte ich mir auch gut vorstellen, diese in ausgewählte Einzeltitel anzulegen. Und hier spreche ich Zukunftswerte an, also Themen, die in der Zukunft möglicherweise einen Erfolg versprechen. Das sind Werte aus dem Bereich Umwelt, Nachhaltigkeit, gesunde Ernährung, Digitalisierung, E-Mobilität und auch Premium-Brands, also Luxus, Luxusmarken. Luxus geht nämlich immer, auch in Krisenzeiten. Es hat sich erwiesen, dass Luxusgüter, Autos, Immobilien, Kleidung, Schmuck und so weiter sehr krisenunanfällig sind. Aber bei der Auswahl und dem Kauf von Einzeltiteln kommt es auf das richtige Timing an. Denn wie heißt es so schön, an der Börse wird nicht geklingelt.
Es sagt einem niemand, wann ist der richtige Zeitpunkt zum Kaufen oder zum Verkaufen. Soll ich denn jetzt angesichts der doch sehr hohen Kurse in Einzelwerte einsteigen? Lohnt sich das überhaupt noch? Nun ja, dazu kann ich natürlich auch keine verbindliche Aussage treffen. Alles spricht dafür, dass der Boom am Aktienmarkt weiter anhält. Aber vielleicht sollte man die in Betracht kommenden Werte zunächst einmal noch beobachten, vielleicht eine kleine Kurskorrektur abwarten und dann diese Werte kaufen. Ein interessantes Beispiel zum Schluss. Wer vor 15 Jahren einen ETF auf den MSCI World Index gekauft hat, hat einen Wertzuwachs von 194%. Das ist schon mal ganz ordentlich. Wer aber nur auf einen einzelnen Wert gesetzt hat, zum Beispiel auf die Amazon-Aktie, der verbucht einen Wertzuwachs von sage und schreibe 4.134%. So wären aus 10.000 Euro Anlage 423.400 Euro geworden. Tja, hätte Fahrradkette. Wer weiß denn heute schon, welcher Wert in 15 Jahren einen solch enormen Wertzuwachs erlebt? Ich kann dies bedauerlicherweise nicht vorhersagen. Ich hoffe, dass ich euch in Zeiten von Minuszinsen auf dem Sparbuch einige Anhaltspunkte geben konnte, wie ihr euer Geld einigermaßen sicher und rentabel anlegen könnt. Wenn ihr Fragen und Anregungen habt, dann lasst es mich in den Kommentaren bitte wissen. Und ich freue mich natürlich über jeden Like von euch. Und wenn ihr keine weiteren Videos verpassen möchtet, dann lasst mir doch bitte ein Abo da. Und damit sage ich Tschüss, bis nächste Woche.